Hallo, vielleicht kennst du das ja. Du kannst schon ein paar Griffe auf der Ukulele, aber es gibt Akkorde, die du einfach nicht richtig hinbekommst oder Akkordverbindungen, die du nie schnell genug greifen kannst. Du übst das und übst das und übst das und fragst dich, warum bekomme ich das nicht hin? Ich vergleiche das immer mit einem Besuch in einem Fitnesscenter. Stell dir vor, du willst deinen Körper fit halten, aber trainierst immer nur an einem Gerät, trainierst deinen Bizeps und vernachlässigst Bauchmuskeln, Rückenmuskeln, Dehnung, Kondition und so weiter. Und dann übertrag das mal auf die Ukulele. Du übst immer nur Akkorde und Griffe und wunderst dich, warum es nicht weitergeht. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie man seine Fähigkeiten verbessern kann. Und ich möchte dir einfach ein paar Ukulele-Fitnessübungen mitgeben. Und wenn dich das interessiert, abonniere doch einfach meinen Kanal, dann kriegst du immer die neuesten Tipps und Tricks mit. Starten wir mit der Übung. Ich nenne diese Übung 1, 2, 3, 4, Go. Warum? Weil alle 4 Finger in Aktion sind. Vielleicht kennst du diese Übung auch als chromatische Übung oder als Spinne. Ich nenne sie 1, 2, 3, 4, Go. Starte mit dem ersten Finger und lege ihn auf den dritten Bund der ersten Seite. Dann müsste dieser Ton klingen. Und danach spielen wir alle 4 Töne, indem wir 4 Finger hinlegen. Das wiederholen wir noch einmal. Ja? Wenn du dich sicher fühlst, dass du diesen Ablauf spielen kannst, rutscht der erste Finger nach oben. Ich mache das mal vor. Wir rutschen mit dem ersten Finger, spielen genau das gleiche nochmal und immer weiter. Du kannst ja für dich bestimmen, wie hoch du spielen willst. Irgendwann geht es dann wieder zurück. Wir rutschen zurück, spielen genau die gleichen Bewegungen. Immer weiter runter. Und so weiter. Ganz wichtig ist natürlich, dass du diese Übung auch auf den anderen 3 Seiten spielst, weil wenn du das zum Beispiel auf der 4. Seite spielst, fühlt es sich etwas anders an, weil ja auch die Handstellung etwas anders ist. Also du musst mit allen Seiten experimentieren, alle Seiten ausprobieren. Es gibt jetzt 3 Punkte, die du bei dieser Übung beachten solltest. Der erste Punkt ist die Haltung der linken Hand. Achte darauf, dass die Finger möglichst steil auf die Seite treffen. Ja? Du sollst mit der Fingerkuppe greifen und nicht zu flach auf den jeweiligen Seiten greifen. Das ist der eine Punkt. Dazu kommt noch, dass der Daumen möglichst immer auf der Höhe des zweiten Fingers sein sollte. Also nicht hier an der Seite oder zu weit drüber, sondern möglichst hinter dem Griffbrett, wenn es irgendwie möglich ist, aber auf jeden Fall auf der Höhe des zweiten Fingers. Das ist ganz wichtig, wenn ihr hochrutscht, der Daumen wandert immer mit. Der zweite Punkt ist der Ton. Wir machen ja Musik und du solltest darauf achten, dass du die einzelnen Töne schön bindest. Und damit das so ist, musst du versuchen, die ganze Zeit den Fingerdruck aufrecht zu halten. Wenn du das nicht machst oder die Finger wegnimmst, entsteht schnell ein kurzer Ton, der nicht wirklich schön klingt. Ja, und der dritte Punkt, versuche ein gleichmäßiges Tempo zu spielen. Es gibt mittlerweile genügend Apps, die ein Metronom darstellen können, simulieren. Vielleicht hast du ja auch zu Hause noch ein Metronom stehen. Aber es ist ganz wichtig, dass du gleichmäßig spielst. Und du solltest in einem ganz bequemen Tempo anfangen.
dass du da nicht in Stress kommst, fang mit einem gemütlichen Tempo an. Und wenn du dich dann sicher fühlst, fang an, schneller zu spielen. Aber schön langsam, nach und nach. Es ist viel wichtiger, dass du gleichmäßig spielen kannst. So, das soll es erstmal gewesen sein. Mach dich mit dieser Übung vertraut, denn es gibt noch viele andere Variationen dieser Übung. Das werde ich dann in einem späteren Teil erklären. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dieser Übung.